Die Europäische Union plant, russisches Vermögen einzufrieren und dieses der Ukraine zugute kommen zu lassen. Ist das eine gute Idee oder möglicherweise ein fataler Irrtum? Mit dieser interessanten Frage wollen wir uns einmal in diesem Video auseinandersetzen. Du hast es sicherlich gehört, in den letzten Tagen die Europäische Union unter der Führung der EU-Kommission, unter der Führung von Ursula von der Leyen möchte gerne, dass die Ukrainer, der ukrainische Staat von dem russischen Vermögen profitiert, das bei der EU konfisziert wurde, zum Beispiel russische Gelder, die bei europäischen Banken liegen. Wie jetzt die Ukraine genau von diesen Geldern profitieren könnte, das ist noch nicht so klar. Will man sie ihnen direkt bezahlen oder gibt es hier möglicherweise Garantien für Darlehen, die dann an die Ukraine fließen, die sozusagen besichert werden mit diesem russischen Vermögen? Wie soll man sowas bewerten? Was hat das Ganze überhaupt mit dir zu tun? Ist das eine gute Idee für die Europäische Union? Ist das eine gute Idee für dich? Was sind mögliche globale Konsequenzen? Was kann konkret eine solche Entscheidung bezwecken? Hier gibt es freilich verschiedene Dimensionen, verschiedene Perspektiven, die man beleuchten muss. Einmal die moralische, dann aber natürlich auch die juristische und dann auch schlicht und ergreifend den gesunden Menschenverstand. Nun, wie ich hier schon in verschiedenen Videos gesagt habe, bin ich absolut kein Freund von Wladimir Putin. Ich finde, dass er gerade hier in YouTube und auch in unserer Community viel zu positiv gesehen wird. Ich sehe ihn überhaupt nicht so. Ich finde auch, dass dieser Angriffskrieg auf die Ukraine mit Sicherheit völkerrechtswidrig ist und sicherlich auch problematisch ist. Selbst wenn man bei der Ursachenforschung mit Sicherheit auch Schuld bei der NATO und bei der EU finden muss, weil man sich hier jahrelang, jahrzehntelang nie klar positioniert hat, Hoffnungen der einen Seite gemacht hat, keine Sicherheiten der anderen Seite gegeben hat, etc. pp. Aber das wurde ja schon an anderer Stelle zur Genüge diskutiert. Jetzt könnte man also sagen, dass man moralisch das Recht hat, diese Mittel, welche die Russen in der EU sozusagen angelegt haben, der Ukraine zur Verfügung zu stellen. Schließlich ist ja die Ukraine Opfer dieses Krieges, Opfer dieses Angriffskrieges geworden. Das Problem ist, dass natürlich diese Maßnahme auch wieder komplett gegen das Völkerrecht wäre. Und es ist natürlich eine Sache, wenn Russland gegen internationales Recht verstößt, das ist eine komplett andere Sache, wenn es die EU tut. Das ist jetzt hier nicht meine Position. Ich zeige dir mal hier einen Artikel der Berliner Zeitung, die einen bekannten britischen Anwalt zitiert, der genau diese Position sehr eindrücklich darlegt. Also Artikel der Berliner Zeitung vom 13.12. Top-Völkerrechtler rechnen mit EU ab. Russland Enteignung absolut illegal. Robert Volterra, Londoner Spitzenanwalt, sagt, russisches Vermögen zu konfiszieren würde die EU auf Generationen verfolgen. Moskau kündigt Vergeltung an. Link dazu packe ich in die Beschreibung dieses Videos. Dann kannst du den Artikel mal anschauen. Der ist sicherlich sehr interessant, weil er eben aus internationaler Perspektive, aus Perspektive des internationalen Rechts dieses Vorgehen beurteilt. Warum ist es absolut illegal, dies zu tun? Warum kann die EU nicht einfach entscheiden, naja, wir lassen jetzt der Ukraine diese Gelder zukommen, die ja offensichtlich einem Staat gehören, der einen unrechtmäßigen Angriffskrieg geführt hat? Nun, es gibt keinen UNO-Beschluss, es gibt keine UNO-Resolution, die das bestimmen würde. Würde es das geben, dann wäre es vielleicht etwas anderes. Wir haben das ja schon in der Vergangenheit gesehen bei Maßnahmen zum Beispiel durch die USA, oder die NATO, wie zum Beispiel damals in Jugoslawien, in Serbien, als man Serbien angegriffen hat, ohne entsprechende UN-Resolution, also auch hier im Grunde genommen völkerrechtswidrig einen solchen Angriff durchgeführt hat. Was die EU plant zu tun, das würde ganz genau letztlich in die gleiche Richtung gehen. Und das müsste jetzt bei dir eigentlich natürlich was im Kopf auslösen, denn wir haben ja schon öfter über die undemokratischen Tendenzen in der EU gesprochen. Da kann man zum Beispiel über die EZB reden, da kann man reden über das Kasperle-Theater-Parlament, das ja das Europäische Parlament ist. Da kann man reden über diese geheime Priesterkaste der EU-Kommission, die letztlich hier die Strippen im Hintergrund zieht, aber keinerlei demokratische Legitimation hat. Ich hatte es ja schon mal so ausgedrückt, dass im Grunde genommen die EU eigentlich der Sowjetunion in vieler Hinsicht gleicht, auch wenn man das nicht gleichsetzen kann. Das will ich nicht sagen, dass man es gleichsetzen kann, aber es gibt so Tendenzen, die ganz klar darauf hinauslaufen. Und wenn man sich die Entstehungsgeschichte der EU anschaut, nach dem Zweiten Weltkrieg, was da passiert ist in Europa und wo der CIA zum Beispiel ganz klar die Schaffung der EU finanziell unterstützt hat. Zum Beispiel Robert Schuman, einer der Gründungsväter der EU,
Zu dem Zeitpunkt gab es ja die Sowjetunion schon und da wollte im Grunde die EU ganz klar einen zweiten großen Block in Europa haben als Gegenpol zur Sowjetunion und man hat gesagt, okay, wenn das bei denen so gut funktioniert, dann wollen wir hier etwas Ähnliches schaffen. Jetzt mal ganz vereinfacht gesagt. Ja. Diese Tendenzen, diese technokratischen, undemokratischen Tendenzen, die gibt es garantiert in der EU und das sehen wir eben an allen Ecken und Enden. Ich meine, da kann man über die Einführung des digitalen Euro sprechen, da kann man über die ganzen Überwachungsmaßnahmen der EU sprechen, da haben wir schon viele Videos dazu gemacht. Und dieser Schritt der Konfiszierung russischen Vermögens ist nun einfach ein Schritt in die weitere Richtung. Und eigentlich müsste es die EU ja besser wissen. Sie muss sich ja nur anschauen, was mit dem US-Dollar passiert. Sie muss sich ja nur anschauen, wie viele Staaten im Grunde genommen US-Dollar-Anleihen umschichten in Gold. Denn das genau hat ja auch Joe Biden gemacht. Er hat den US-Dollar als Waffe verwendet. Und somit schwindet dann das Vertrauen in die amerikanische Währung. Das ist das, was wir jetzt sehen. Eines der größten Probleme für die USA ist genau das schwindende Vertrauen. Auch wenn Donald Trump sicherlich versucht, dort einiges wieder gut zu machen. Auf der anderen Seite kann man davon ausgehen, dass der Schaden dauerhaft ist. Und die Europäer mit ihrer darbenden Wirtschaft und ihren Großmachtsfantasien hier, dass zum Beispiel der Euro den US-Dollar ablösen könnte als neue Weltwährung, die tun im Grunde genommen genau das Gegenteil. Die sägen letztlich selbst an ihrem grünen Ast, auf den sie sich versuchen hinaufzuhieven. Denn du kannst doch davon ausgehen, dass die Europäische Union sehr genau beobachtet wird. Wir veranstalten ja oft Reisen nach Sansibar, also eine halbautonome Insel in Tansania. In Tansania waren vor kurzem Wahlen, du hast es vielleicht mitbekommen. Da gab es dann einige Proteste, gerade von jungen Leuten. Man hat sogar mal das Internet zeitweise abgestellt. Es sind leider auch sehr viele Menschen dort dann bei diesen Unruhen gestorben. Jetzt nehmen wir einmal an, Tansania sieht, was da mit den russischen Assets passiert. Glaubst du dann wirklich noch, dass zum Beispiel jetzt ein Land wie Tansania Geld in der EU anlegen würde, Geld in der EU investieren würde? Die müssten ja Angst haben und sagen, okay, wir haben jetzt eben immer wieder mal leider solche Zwischenfälle wie die bei dieser Wahl. Was passiert, wenn sich jetzt die EU gegen uns ausspricht? Was passiert, wenn dann unsere Mittel bei europäischen Banken ebenfalls eingefroren werden? Oder wir müssen nicht mal an politische Unruhen denken. Denken wir einfach nur an Umweltschutzmaßnahmen. Was passiert, wenn die EU irgendwann mal sagt, dieses und jenes Land in Asien, was weiß ich, zum Beispiel Vietnam, es verstößt ganz klar gegen diese und jene Vorschrift hinsichtlich des Umweltschutzes. Deswegen werden wir nun alle Mittel einfrieren, die Vietnam bei uns in der Europäischen Union, bei europäischen Banken, in europäischen Unternehmen, bei europäischen Institutionen angelegt hat. Und das ist doch genau der Punkt. Denn es gibt ja viele Länder in der Welt, denen ist dieser russische Krieg eigentlich schnurzegal. Die interessiert das nicht. Die haben ihre eigenen Probleme. Ob jetzt da Russland und die Ukraine in einen regionalen Krieg verstrickt sind, das geht denen komplett sonst wo vorbei. Aber die schauen natürlich, was machen die Amerikaner? Was macht die EU? Was macht die Schweiz? Das sind ja die Orte, wo wir möglicherweise auch unsere Mittel anlegen, wo wir unser Vermögen anlegen, denn wir wollen ja auch dieses in sicheren Ländern anlegen. Und wenn es die Europäische Union das durchziehen würde, und danach sieht es ja aus, dann wird das sehr lange Konsequenzen haben. Das ist auch, was der Artikel anspricht, den ich dir gerade eben von der Berliner Zeitung hier gezeigt habe, dass wir Konsequenzen haben, möglicherweise für die nächsten 50 Jahre und noch mehr. Man macht damit im Grunde andere Länder stark, man macht damit die Chinesen stark, man macht genau all das, was man letztlich als EU nicht will. Ja, man möchte gerne ausländische Investments anziehen. Das möchte ja bekanntlich jeder Staat. Jetzt ganz davon abgesehen, was das Ganze möglicherweise für militärische Konsequenzen hat. Ob Russland hier irgendwelche militärischen Vergeltungsaktionen dann durchführen würde oder einfach nur Sabotage, Hacking oder ähnliche Aktionen. Und letztlich würden dann viele Staaten den Russen Recht geben. Das ist ja genau das letztlich, was wir bei dieser ganzen BRICS-Bewegung beobachten können. In sehr vielen Staaten, die jetzt nicht zur ersten Welt dazugehören, ist man absolut auf der Seite Russlands. Ja. Dort macht man eben die EU, den Westen, die USA, die NATO verantwortlich für dieses ganze Debakel, für diesen ganzen Krieg. Und diese Entwicklung wird ja damit im Grunde genommen nur verstärkt. Also was heißt das für dich konkret? Wir sagen es ja oft hier eindringlich auf diesem Kanal. Ich würde dir dringend empfehlen, dich außerhalb der EU zu orientieren. Ich habe die EU vor 25 Jahren verlassen, selbst. Ich habe es nie bereut. Heißt ja nicht, dass ich mich nie in der EU aufhalte. Heißt ja nicht, dass ich keine Besuche mache in Deutschland, aber wirklich nur Besuche. Ich würde sagen, vielleicht halte ich mich in der EU auf weniger als 30 Tage im Jahr, wenn ich mal nach Urlaub in Spanien gehe. Ja? Ansonsten gibt es viele schöne andere Orte auf der Welt. Aber im Grunde genommen, wenn du das siehst, was da passiert, wie die EU immer weiter ihr eigenes Grab gräbt, wenn sie Entscheidungen trifft, die für die EU-Bevölkerung im Grunde genommen fatal sind,
wenn du die ganzen anderen EU-Politiker siehst, auch die deutschen Politiker, die dort einfach so mitmachen. Also nicht alle, muss man sagen. Zum Beispiel Italien hat sich jetzt ja ziemlich deutlich dagegen ausgesprochen, diese Darlehen an die Ukraine zu geben, die mit russischen Vermögen besichert werden sollen. Aber ich meine im Grunde genommen fast alle. Da muss es dir doch tatsächlich sehr unwohl werden. Vor allen Dingen, wenn du jemand bist, der vermögend ist. Denn die EU kann ja nicht nur gegen Staaten vorgehen und gegen das Vermögen von Staaten vorgehen. Sie kann ja zum Beispiel auch gegen natürliche Personen, gegen Leistungsträger vorgehen. Und das sehen wir ja bei dieser ganzen Umverteilungsdebatte, wenn es zum Themen geht, wie zum Beispiel Vermögensteuer, Reichensteuer, Vermögensabgabe, was ja ganz offen diskutiert wird und wofür ja jeden Tag letztlich die Architektur geschaffen wird. Das ist doch der eigentliche Grund für die Transparenzregister, für die verschiedenen Maßnahmen zum Informationsaustausch, für das EU-weite Kontenregister, was gerade eben schon implementiert wird. Informationsaustausch bei Banken, bei Krypto, demnächst auch bei Immobilien. Die Transparenz hat doch nur ein Ziel und das ist, dich als Bürger, dich als Leistungsträger transparent zu machen, damit man dir dann einfacher in die Tasche greifen kann. Das haben ja sogar diejenigen, die in der EU zum Thema Steuern was zu sagen haben, wie zum Beispiel der schon oft zitierte Professor Gabriel Zuckmann selbst gesagt. Man will den Informationsaustausch, man will das Transparenzregister nutzen, um Vermögen zu konfiszieren, sage ich jetzt mal, in Form einer Vermögenssteuer. Die Frage ist doch ganz konkret, wann wirst du das sinkende Schiff verlassen, wann wirst du dein Vermögen außerhalb der EU anlegen. Zumindest ein Teil deines Vermögens oder ein Großteil deines Vermögens. Man muss ja nicht so radikal sein und gleich alles in der EU abbauen, aber dass man zumindest mal ein Gefühl dafür entwickelt, was da eigentlich passiert, ja, was da eigentlich ganz ernsthaft diskutiert wird, wie hier der Karren immer weiter in den Sumpf gefahren wird, ja. Und das sind genau Gedanken, die sich heute jeder Leistungsträger machen sollte, bevor es zu spät ist. Wir reden ja immer von Kapitalverkehrskontrollen. Tatsächlich ist es ja so, dass wir tatsächlich schon Kapitalverkehrskontrollen letztlich haben. Wenn du Deutschland nicht verlassen kannst, ohne eine Wegzugsteuer zu bezahlen, wenn du keine Überweisung von deinem eigenen Konto machen kannst in ein anderes Land, so ohne weiteres, ohne dass dich die Bank nach detailliertesten Nachweisen fragt, am besten auch noch Infos, die überhaupt gar nichts damit zu tun haben, dann sind das de facto bereits Kapitalverkehrskontrollen, die wir haben. Und das wird natürlich schlimmer und schlimmer und schlimmer werden. Das Gleiche gilt natürlich auch für schwarze Listen der EU, für graue Listen der EU. Das sind alles tatsächlich Kapitalverkehrskontrollen. Man nennt sie nur nicht so, aber das ist alles Augenwischerei. Und jetzt, für der digitale Euro irgendwann kommen wird, kannst du dir überlegen, wie schlimm das Ganze dann eigentlich noch werden wird. Also, wenn das für dich ein Thema ist, dich außerhalb der EU zu orientieren, dann schau dir zunächst mal an auf unserer Webseite, was wir da für ein interessantes Reisen- und Seminarprogramm haben. Wir machen laufend Reisen und Veranstaltungen in interessanten Ländern, wie zum Beispiel Georgien, Tansania, also Sansibar, Armenien, Südamerika, der Schweiz, Großbritannien, also alles Länder außerhalb der EU, wo du einen ersten Start machen kannst, wo du Leute treffen kannst, die genauso denken wie du, die sich genau mit solchen Themen auseinandersetzen. Ich würde mich freuen, dich bei einem dieser Veranstaltungen und Seminare begrüßen zu dürfen. Natürlich, sehr gerne können wir auch ein Beratungsgespräch führen. Link zu allen in der Beschreibung dieses Videos. Wir machen seit 20 Jahren nichts anderes, als genau Mandanten zu diesen Themen zu beraten. Wegzug außerhalb der EU, Steueroptimierung im Ausland, Vermögensaufbau und natürlich Schutz deines Vermögens vor der Zugriffigkeit der EU. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.